Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe hier aus Doktorchens Keller. In der letzten Folge haben wir uns schon mal ganz grob den Aufbau eines Mischpultes angeschaut. Ich möchte das heutige Video nutzen, um dort noch ein bisschen genauer drauf einzugehen, all dieweil, dass zur elektronischen Musik halt auch dazu gehört, dass ich das alles adäquat zusammenmischen kann. So, und jetzt wird's spannend. Jetzt kommen wir nämlich zum sagenumwobenen Gainstaging. Ich vollziehe jetzt das Ganze mal anhand dieses Kanals hier nach. Der hat Einfluss auf die Lautstärke, der hier ganz offensichtlich auch. Es gibt noch einen dritten, der Einfluss auf die Lautstärke hat. Und das ist der Ausgang des Synthesizers selbst. Das heißt, an diesen 3 Stellen könnt ihr das im Prinzip regeln. Was macht man jetzt mit welchem? Der hier unten ist tatsächlich dafür gedacht, dass ihr während einer Performance an dem Teil hin und her schiebt. Also leiser und lauter macht. Wenn ein Bereich irgendwie wichtiger ist, weil es ein Solo ist oder wie auch immer, dass ihr es ein bisschen lauter machen könnt und dann entsprechend auch wieder ein bisschen reduzieren könnt. Ne? Dieser Regler sollte sich dabei immer um diese Linie hier, die mit U beschriftet ist für Unity, manchmal steht auch einfach eine 0 da, ist der Schieberegler dort, passiert quasi gar nichts. Das heißt, er macht weder lauter noch leiser. Und um diese Nulllinie drumherum ist der Fader relativ fein aufgelöst. Wir sehen das hier, diese Linie ist 0, diese Linie ist 5, diese hier ist minus 5. Das heißt, ich kann ja auch problemlos mal nur 1 oder 2 dB lauter und leiser machen. Derselbe Abstand sind hier unten dann schon 10 dB und je weiter ich nach unten gehe, desto gröber wird im Prinzip die Rasterung dieses Faders. Es hat also relativ wenig Sinn, hier voll aufzudrehen, um dann am Ende hier unten so mäuschenmäßig das Ganze hoch und runter zu schieben. Und an der Stelle kommt eben der Gain ins Spiel oder dieser Pegelsteller, je nachdem wie man das nennen will. Wenn ich jetzt dieses Element hier nehme, nehme mal die anderen im Verhältnis dazu, stelle ich fest, erstens, es verzerrt tierisch und zweitens, ist es viel zu laut. So, das wäre jetzt was Adäquates. Jetzt kann ich hier relativ sinnvoll arbeiten. Was passiert jetzt, wenn das Signal so laut ist, dass selbst wenn ich den hier ganz nach links drehe, es trotzdem hörbar übersteuert oder die Mixer zeigen das im Regelfall auch an. Also bei dem hier ist es sogar relativ komfortabel. Wir sehen, hier hat er den kompletten LED-Kranz und je nachdem, wie ich das hier hoch und runter drehe, ne, man hört, es verzerrt jetzt schon deutlich. So wäre es noch okay. Einfachere Mixer haben da tatsächlich einfach nur eine LED, an der steht dann Peak oder OV für Overload oder irgendwie sowas dran. Die sollte tatsächlich nicht leuchten. Aber im Zweifelsfall hört euch einfach den Kanal separat an, ohne alles andere und hört drauf, wie er verzerrt. Und da muss man eben schauen. Also so, dass ich quasi hier unten um diesen Nullpunkt drumherum bin und hier sinnvoll arbeiten kann. Und wenn ich eben diese Übersteuerung schon am Eingang habe, dann habe ich bei einem Synthesizer eine ganz einfache Möglichkeit. Dann drehe ich nämlich einfach den Ausgang des Synthesizers ein Stück weiter runter. Tendenziell würde ich empfehlen, den so weit wie möglich oben zu lassen, all dieweil, je mehr Spannung ihr auf dem Kabel habt, desto besser seid ihr bei Störeinstreuung vom Rauschspannungsabstand. Aber es bringt natürlich nichts, wenn ihr hier voll aufgewurzelt habt und es quietscht und kracht am Ende. Ja, so viel tatsächlich zum Anschluss eines Synthesizers und zum Gainstaging. Ich denke, ich mache noch ein drittes Video, wo wir uns dann diese Sektion hier anschauen und dann haben wir letzten Endes grob
zumindest die wichtigsten Bedienelemente eines analogen Mixers auch abgehakt. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche, wenn es dann eben um diese Sektion hier geht. Damit ihr das nicht verpasst, unbedingt abonnieren und die Glocke läuten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Like da, schreibt einen Kommentar. Bleibt mir nur wie immer zu wünschen, gehabt euch wohl.